Hey, hallo, herzlich willkommen bei Gute Games geradezu geschenkt. Ich bin Kalle, ich bin Spieleentwickler aus Berlin und zeige euch hier Games, die ihr für unter 3 Euro im Sale kriegen könnt, indem ich euch unter 3 Minuten Gameplay davon zeige. Weil es gibt auf allen Plattformen immer unglaublich viele Titel, die stark rabattiert sind, aber da ist natürlich auch jede Menge Schrott dabei. Aber auch hin und wieder richtig coole Games wie dieses hier. State of Mind ist ein Adventure-Game vom sehr bekannten deutschen Spieleentwickler Daedalic, die mit so Sachen wie Deponia bekannt geworden sind. Und leider irgendwie durch den Flop von Herr der Ringe Gollum so ein bisschen in finanzielle Schieflage geraten sind. Was echt schade ist, weil State of Mind ist echt ein sehr cooles Adventure, was in einer ein bisschen Cyberpunk-artigen Zukunft spielt, die allerdings als ein Schauplatz Berlin beinhaltet. Und wir spielen hier die Figur Richard, der ist ein Journalist für eine relativ technikkritische Zeitschrift, würde ich sagen, oder Webseite. Und dessen Frau und Kind irgendwie verschwunden sind. Und da gab es wohl auch irgendwie einen Autounfall und das Ganze ist relativ mysteriös und ich will da auch gar nicht so allzu viel drüber sagen und auch nicht allzu viel von diesem Gameplay zeigen, weil das natürlich irgendwie die Geschichte ausmacht, das Spiel zu spielen. Also die Sache ist, von den Interaktionen her ist das alles relativ einfach, also auch aus Sicht von so einem Adventure-Game. Ihr seht ja, es gibt hier eigentlich meistens 2 Knöpfe, die man zum Interagieren benutzen kann mit bestimmten Objekten, wo dann halt verschiedene Dinge passieren. Dann hat man natürlich Gespräche, wo man manchmal Antwortoptionen aussuchen kann. Aber das ist natürlich sozusagen Adventure Light. Ne? Also ich denke mal, damit wollte man auf jeden Fall eine neue, größere Zielgruppe ansprechen. Also Leute, die sich jetzt nicht nur so für Point-and-Click-Adventure interessieren. Deswegen hat man halt eben 3D-Grafik genommen statt Pixel-Art oder halt eben gemalte Grafik. Und wie ihr seht, ist das hier aber auch so ein Low-Poly-Look, was dem geschuldet ist, dass man natürlich versuchen muss, als kleineres Team auch den Aufwand so ein bisschen geringer zu halten. Und es kann ja auch sehr viel Charme haben. Also ich finde auf jeden Fall, die Grafik von dem Game ist wirklich gelungen. Mit einer Ausnahme, nämlich diese Gesichter, da finde ich, da sind die Polygone irgendwie so ein bisschen unglücklich verteilt. Also ich kann so gar nicht richtig mit dem Finger drauf zeigen, aber ich finde, die haben halt so ein bisschen was, ja, Merkwürdiges. Ihr seht es halt auch hier bei diesen kleinen Charakterporträts. Ja, aber ihr spielt halt nicht nur als Richard, sondern auch als Adam, der nicht im neuen Berlin lebt, sondern in einer Zukunftsstadt. Und das Interessante dabei ist, ihr wechselt halt eben immer zwischen Richard und Adam und stellt fest, dass Adam halt auch Journalist ist, auch irgendwie seine Frau nicht da ist und da gab es wohl auch irgendwie einen Unfall. Und das ist halt eigentlich auch das Spannende an der Geschichte, weil zum Beispiel Richard ist totaler Roboter-Hasser und warum das so ist, das erfahrt ihr halt im Lauf der Geschichte, die so 8, 9 Stunden geht. Und ja, ich fand das Ganze echt unterhaltsam und habe da auch fleißig mitgerätselt, was da nur eigentlich los ist. Ja, State of Mind gibt es für alle Systeme, die wir hier betrachten. Ich habe es wie viele Spiele halt auf der PlayStation gespielt, wo es als PS Plus Abonnent oft für 1,49 zu haben ist mit 90% Rabatt. Also echt ein Knallerpreis dafür, dass man da wirklich lange beschäftigt ist. How Long to Beat gibt die Spielzeit mit 9,5 bis 12,5 Stunden an. Ich habe es jetzt in 9 Stunden durchgezockt, wobei ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit hätte nehmen sollen. Dann hätte ich es vielleicht noch besser gefunden, wer weiß. Aber es war ja auch so schon gut und vor allem finde ich halt krass, also wenn man sich mal überlegt, dass das Spiel 2018 rausgekommen ist, die Themen, die da drin vorkommen, also vor allem sowas wie künstliche Intelligenz, sind halt im Moment mega aktuell und das ist schon fast prophetisch. Also von mir gibt es auf jeden Fall die Wertung großartig. Ja, und was sich heute so ein bisschen anbietet für den Developer Talk im Zusammenhang mit Daedalic ist natürlich diese ganze Verkaufsnummer. Es war wohl so, dass da erst noch ein großer deutscher Verlag mit beteiligt war in der Firma. Der wurde dann da irgendwie schon rausgekauft oder so, als es dann mit diesen finanziellen Problemen anging, dadurch, dass halt dieses Herr der Ringe Gollum länger gedauert hat zu entwickeln und dann auch noch ein Flop war leider. Ja, und dann hat das quasi erstmal wieder den Gründern der Firma überwiegend gehört, glaube ich, und wurde dann halt eben für 90 Millionen Euro, was ja auch ein stolzes Sümmchen ist, an diesen Hardwarehersteller und Nacon verkauft. Also die machen ja halt so coole Controller und so Pro-Gamer-Controller. Eigentlich eine coole Firma, aber was die jetzt eigentlich so davon hat und vor allem, dass dann halt ja Daedalic so runtergedampft wurde, irgendwie Niederlassungen geschlossen wurden und dann halt so die eigentlich Entwicklungssparte komplett geschlossen wurde und jetzt nur noch Publishing gemacht hat, das raff ich halt einfach auch gar nicht. Also das sind halt wirklich so Finanzweltentscheidungen, von denen man halt nichts versteht, aber es ist, glaube ich, auch hier ganz deutlich mit Kreativität und dass man die Leute irgendwie gut unterhalten möchte und da irgendwelche persönlichen Stories erzählen, hat das halt irgendwie nichts zu tun. Aber wenn euch das interessiert, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, Gameswirtschaft
Die haben hier auch unter diesen Tabs halt eben so ein, wo es dann diese ganzen Wirtschaftsnews gibt. Ja, und da geht es halt, hier seht ihr gleich, geht es darum, dass Marken gebündelt werden. Ja, also ja, alles so ein bisschen Finanz-Voodoo und Zahlenschiebereien, aber wenn man da up-to-date bleiben möchte und halt auch gucken will, welche Übernahmen da vielleicht jetzt nicht so gut sind, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen, dass man da halt immer mal reinschaut. Ja, also ihr merkt schon, ich bin auf jeden Fall ganz eindeutig im Team Indie. Klar, mache ja auch selber die Indie-Games. Und da ist aber das Problem natürlich, 90% oder 95% der Leute kaufen nur diese 5-10% der richtig krassen AAA-Games. Und natürlich haben die Indies dann immer schwer, sich da von dem großen Kuchen ein Stückchen abzuschneiden. Und deswegen werden natürlich auch Indie-Games viel öfter so krass günstig mit Rabatt rausgefeuert, als es eben bei AAA-Spielen ist, wo gerade ja natürlich auch First-Party-Spiele von Nintendo oder Sony, die kriegt ihr halt eigentlich nie in so einen krassen Rabatt, nur weil die es halt einfach gar nicht nötig haben. Das Zeug geht halt auch so weg. Warum sollten die es dann halt irgendwie billig verschleuern? Und auf der Gegenseite ist natürlich dann bei den Indie-Games auch ein riesen krasser Boost, ja. Und es gibt irgendwie jede Woche kommen da irgendwie auf Steam 30 neue Spiele raus. Und wenn ihr dann halt sehen wollt, welche davon im Sale gut sind, dann könnt ihr natürlich gerne gute Games gerade zu Geschenk gucken und mir dann auch einen Daumen oder ein Abo dalassen. Da freue ich mich sehr, weil dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Okay, tschüss.